Servus, wir sind Simon und Julia und leben derzeit unseren ganz großen Traum. Mit unserem selbst zum Wohnmobil ausgebauten Kastenwagen reisen wir entlang der Panamericana. Von Ushuaia bis nach Alaska werden wir 18 Länder auf 2 Kontinenten durchqueren und bis zu unserem Ziel etwa 90.000 Kilometer abspulen. Schön, dass du mit uns fährst. Heute heißt Abschied nehmen vom Vanlife. Wir verlassen unser kleines Zuhause auf 4 Rädern, haben die Rucksäcke geparkt und stürzen uns ins Abenteuer Mexico City. Wir tauschen Wohnmobil gegen ein stylisches und schickes Apartment mitten in der Stadt mit allem Drum und Dran und sogar mit Hund. Einem kleinen, keine 3 so große wie hier. Wird richtig spannend. Ich bin mega gespannt, was uns erwartet. Das erste Mal in einer Großstadt lebe. Jawohl, also bleibt dran, es wird nicht nur mega spannend, sondern auch super schön. Es geht los. Das ging jetzt schneller wie erwartet. Kaum sind wir am Busbahnhof angekommen. In den Bus rein, bezahlt und wir haben noch Netzgepäck verstaut. Uiuiui. Schon ist er losgefahren. Besser jetzt gar nicht laufen können. Ne? Jetzt haben wir eine Stunde, Dreiviertelstunde bis nach Mexico City. Und dann schauen wir mal, wie sich da das Ganze heute entwickelt. Der Vorteil ist, dass wir ja schon mal in Mexico City waren, damals allerdings nur für 3 Tage. Diesmal wird alles anders. Wir Landeier ziehen in die große Stadt, kommen von, ich glaube mal statt 8.000 Einwohner nach 10 Millionen. Und wie es der Zufall will, haben wir sogar unsere Metrokarte noch aufgehoben. Und wir wissen schon, wie das funktioniert mit der U-Bahn und mit dem Bus und das Ticketsystem und kennen auch schon den Metroplan. Von daher haben wir es diesmal viel einfacher als beim letzten Mal. Check, Karte aufgehoben. In dem Viertel hier, Cuauhtémoc, sind wir wohl mittendrin, statt nur dabei. Hier hat so viele Cafés und Restaurants, unglaublich, und vor allem sieht alles sehr schick und sehr edel aus. Wir nähern uns dem Apartment von Brianna und Stefano, sind schon sehr aufgeregt, was uns dort erwarten wird. Hoffentlich ist schön, hoffentlich sind die beiden nett. Und der Hund vor allem ist interessant. Und der Hund, Hondi, aber Hondi. mehr dazu später. Wir klingeln jetzt und packen mal die Kamera weg. Wir wollen die Leute ja nicht gleich erschrecken. Ne? Nein, und alles andere, alle Details berichten wir euch im Verlauf des Videos auf jeden Fall. Wir hatten einen unglaublich netten Abend mit Stefano und Brianna. Die haben uns hier auch schon die Umgebung gezeigt und uns ihr Apartment vor allem vorgeführt. Denn das ist der Clou an der Sache. Die beiden sind gestern in Urlaub geflogen für etwas mehr als 14 Tage Weihnachtsurlaub bei den Familien in den USA und in Peru, wo die beiden herkommen. Und während der Zeit dürfen wir jetzt ihr Apartment sitten, drauf aufpassen, die Pflanzen gießen und vor allem auf Nugget, den kleinen, vierbeinigen, flauschigen Familienfreund aufpassen, mit ihm Gassi gehen und ihn füttern und ja, einfach für ihn sorgen, dass er zumindest in seinem Zuhause bleibt, in seiner gewohnten Umgebung, solange die beiden ihre Urlaubsreise genießen. Dann haben die ein besseres Gefühl und wir haben vor allem den Benefit, dass wir jetzt für 14 Tage mitten in Mexico City leben dürfen, mehr oder weniger for free. Ich erkläre euch ganz kurz, wie das funktioniert. Es gibt eine Homepage, bestimmt auch mehrere. Wir haben Trusted House Sitters gewählt. Wir verlinken euch das auch in der Videobeschreibung. Da bezahlt man eine Jahresgebühr, die ist relativ human. Ich glaube, wir bezahlen 135 € für ein Jahr.
Die funktioniert auch weltweit. Also die Apartments gibt es nicht nur in Mexiko, sondern auch in Amerika, in Deutschland, in Italien, wo auch immer ihr ein Apartment sucht. Und man passt eben auf das Apartment auf und in der Regel auf die Haustiere, meistens Katzen oder Hunde. Vielleicht auch ganz cool, wenn man sich ein Haustier zulegen will, dann kann man schon mal die Erfahrung machen, wie es denn so ist, sich um ein Tier für längere Zeit zu kümmern. Und eben meistens liegen die Apartments sehr zentral, sind in der Regel auch ziemlich schick, weil meistens von Expats. Genau, und es ist eben die mega günstige Möglichkeit für uns, hier jetzt für längere Zeit in Mexico City zu sein, denn die 135 € hätten wir wahrscheinlich schon für 3 Tage Hotel oder Apartment ausgegeben. Und das zeigen wir euch jetzt. Und schon geht's los. Die Couch, ich bin schon lange auf keiner mehr gesessen, um die kümmere ich mich. Und ein richtig großer Fernseher mit Netflix. Um die 2 Sachen kümmere ich mich. Der Star der ganzen Sache hier ist aber Nugget, unser vierbeiniger Freund. Er ist zum Glück auch ziemlich pflegeleicht, braucht nicht viel, 3 Gassi-Gänge am Tag. Er mag auch gar nicht so lang spazieren gehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir für ihn noch neu und ungewohnt sind und er ein bisschen Angst hat. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Tagen legt. Auf jeden Fall hat es gut funktioniert. Er ist immer brav mit uns gegangen. Gestern Abend, als seine Herrchen weggegangen sind, hat er das Essen verweigert. Heute früh hat er aber gleich zugeschlagen und hatte wieder Appetit. Also ich denke, das wird die Tage alles werden. Und wir passen ja nicht nur auf den Hund auf. Sondern Wir haben ein noch ein Krokodil. Krokodil und eine Schildkröte. Ja. Ja, geht. Braver kleiner Scheißer. Gell? Was die Besitzer allerdings nicht haben, ist ein grüner Daumen. Die Pflanzen sehen zum Teil ziemlich mitgenommen aus. Ich hoffe, wir können sie ein bisschen aufpäppeln und retten. Also die da geht noch, aber die hier sieht übel aus. Und ja, sie waren auch alle sehr trocken. Wir haben heute früh mal fleißig gegossen. Vielleicht können wir den beiden damit ja auch eine kleine Freude machen, indem ihre Pflanzen nach der Rückkehr vielleicht ein bisschen besser dastehen, wenn auch nicht für lang, wenn sie so vernachlässigen. Aber das wäre doch auch ein schönes Projekt für die nächsten 14 Tage für uns. Wenn so eine Pflanze eingeht, ist nicht ganz so schlimm. Wenn der Hund eingeht, das wäre katastrophal. Ja. Nein, das passiert nicht. So groß ist das Apartment nicht, aber es hat alles, was man braucht. Hier ist der Wohnraum. Dann geht es gleich direkt rüber zum Esstisch und in die offene Küche. Also schöner, offener Wohn-Ess-Bereich. Hinter der Glastür verbirgt sich noch ein Hauswirtschaftsraum. Und da hinten geht es weiter in unser Badezimmer. Das ist auch echt nett, das ist geräumig, die Dusche ist heiß. Mehr braucht man ja gar nicht. Und hier haben wir dann auch schon unseren Schlafbereich, kleiner Schreibtisch für die Laptops, ein Bett, ein Schrank. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Nuggets Bettchen haben wir auch schon hier platziert. Und gegenüber ist quasi das Badezimmer und der Wohnbereich von Brianna und Stefan. Da gehen wir natürlich nicht rein. Die Privatsphäre akzeptieren wir selbstverständlich, auch wenn sie die Türen offen gelassen haben. Aber so zieht ein bisschen Luft durch. Und der Nugget kann eben auch hin und her spazieren. Für uns gibt es jetzt erstmal ein schnelles Frühstück und dann machen wir uns auf zur ersten Erkundungstour hier in der Umgebung um unsere Wohnung drumherum. Wir wissen noch nicht genau, ob wir die Fahrräder nehmen sollen oder vielleicht den Metrobus. Der fährt hier quasi auch gerade vor der Haustür ab. Mal schauen, nach was uns ist. Wir müssen auch mal noch das Wetter checken, aber jetzt erstmal Frühstück. Richtig cool, ein paar Meter weg von unserer Wohnung kann man Fahrräder kostenlos mieten für immerhin 3 Stunden. Man muss nur eine ID hinterlegen, also entweder den Ausweis oder den Pass. Kriegt man natürlich wieder zurück, die passen auch gut drauf auf. Das Einzige, was sie nicht verleihen, ist Helm und Schloss. Das kriegt man aber auch nicht bei den offiziellen Fahrradständern. Problem, da ist es richtig teuer. Also für ein Jahr wollen die ungefähr 30 €, das ist super günstig. Und für einen Tag aber schon 8 €, also das Verhältnis stimmt ja gar nicht.
Dann haben wir gesagt, fahren wir lieber Bus oder Metro und laufen. Aber hier ist mit 3 Stunden kostenlos. Ich denke, das reicht für den Park und das probieren wir jetzt mal aus. Super einfach, da drüben gibt es einen Radweg. Let's go! Das ging schnell, wir sind schon angekommen, keine 2 Kilometer von unserer Unterkunft entfernt. Befindet sich nämlich der Bosque de Chapultepec. Der Park ist tatsächlich noch größer als der Central Park von New York. Es ist eine riesengroße grüne Lunge mitten in der Stadt. Auch einige der berühmtesten Museen Mexikos, das Anthropologische Museum und diverse Kunstmuseen befinden sich hier drin. Die machen wir heute aber nicht, vielleicht an einem anderen Tag. Wir radeln jetzt erstmal durch die weitläufige Anlage und schauen uns ein bisschen um. Ich habe es gesagt, die Museen sind ziemlich populär, berühmt und beliebt. Hier stehen sie schon Schlange. Mal gucken, was am Wochentag vielleicht am besten ist und ob wir es dann machen. Oder nicht, aber wir haben ja noch 14 Tage Zeit. Mega Park, ey. Ultra weitläufig. Absolut super mit den Fahrrädern. Und da sitzt der Reiher und wartet auf Beute. Vielleicht gibt es ja sogar Fisch. Ich habe die Angel nicht dabei. Mist. Unser Hausverleiher kommt ja aus Peru und er hat uns hier den Laden empfohlen. Er sagt, der beste peruanische Laden. Die haben perfekte Sandwiches. Wir haben gerade auf der Karte gesehen, hier gibt es sogar die typisch peruanische Inca Cola, die leider gar nicht so lecker ist. Aber auf die Sandwiches sind wir jetzt sehr, sehr gespannt. Ruckzuck stand das Essen auf dem Tisch. Ich finde, die Sandwiches sehen sehr lecker aus. Die Pommes sind es auf jeden Fall richtig knusprig und 3 verschiedene Soßen. Ich favorisiere die Knoblauch, die rote ist ziemlich scharf, aber lecker sind sie alle. Guten Appetit. So, wir haben die Fahrräder wieder heil abgeliefert. War richtig gut, in nicht ganz 2 Stunden, 13 Kilometer. Unmöglich zu Fuß und für den Park war es jetzt richtig perfekt. Ja, ist gut, genau, passt. Kleinigkeit einkaufen und dann gucken wir mal, was unser kleiner Nugget zu Hause angestellt hat. Ja. Wir müssen erstmal einkaufen, aber mega gut. Wir haben hier nämlich den Markt direkt vor der Haustür. Erstmal die frische Lebensmittel, ein kleiner Supermarkt für uns auch. Dann haben wir das Nötigste, brauchen für die nächsten Tage nicht mehr allzu viel. Und schon zu Hause haben hier sogar ein eigener Door-Opener, der uns immer hier schön die Tür aufmacht. Mega Service. Super Jetzt hier ist die Lobby nichts Besonderes, aber 24 Stunden am Tag bewacht. Aufzug gibt es auch, das heißt, wir machen es jetzt einfach und fahren in den 4. Stock. So, und da ist die Haustür. Jetzt gucken wir mal, was unser kleiner Nugget macht. Hola! Hallo, Nugget. Hallo Freund. Hallo, hallo. Hast du es vermisst? Ah, da freut sich aber einer. Da freut sich aber einer. Das ist aber schön. Gut, komm, rein mit uns. Nachher gehen wir wieder Kaffee. Hier.
Nachdem das gestern so gut mit dem Fahrrad geklappt hat, versuchen wir heute die Stadt weiter zu erkunden, aber mit dem Bus. 22 Stationen müssen wir fahren, richtig weit, bis an eines der äußersten Stadtviertel. El Ángel ist, glaube ich, irgendwas mit Ángel. Was gibt's da? Was wollen wir da? Wir wollen auf den Samstagsmarkt. Da gibt es ganz viel Grundhandwerkerkram, Handwerkszeug. Ja. Wir sind erkunden. Mexiko erkunden. Es gibt hier so unglaublich viel zu sehen. Ja, ich glaube, könnte man 2 Monate rumticken ohne Problem. War eine ganz schön lange Fahrt, aber wir haben es geschafft, sind jetzt hier zur Plaza gelaufen und es sieht tatsächlich richtig nett aus mit Live-Musik, mit wunderschönen Gemälden, habe ich schon gesehen. Wir laufen jetzt mal durch, versuchen so gut wie es geht, es mit der Kamera einzufangen. Künstler finden es ja in der Regel nicht so toll, wenn man ihre Sachen filmt, aber irgendwie kriegen wir es hin. Ich lenke sie ab und Julia filmt. Genau. Es hat unglaublich schöne Sachen, allerdings auch unglaublich teuer. Ja. Es hat alles Kunsthandwerk, Selfmade, auch die Bilder, aber wahnsinnig tolle Sachen, wirklich. Nächste Station? Auf dem Rückweg gibt es noch einen Park, der wird uns empfohlen, der soll sehr schön sein. Und ja, wir können ja unseren kleinen, Scheiße. vierbeinigen, flauschigen Freund nicht so lange alleine lassen. Deswegen gucken wir uns jetzt hier noch in der Umgebung ein bisschen um und dann geht es auch schon wieder langsam zurück. Die latschen ja alle mit Handy rum. Ich habe gedacht, hier gibt es kostenloses WLAN, aber das ist wohl gar nicht so. Sondern anscheinend ist hier heute irgendwie Pokémon Go Veranstaltung oder so irgendwas und die rennen hier rum und sammeln ihre Tierchen. Zu Hause, hoch geht's in den 4. Stock. Mal gucken, ob unser Nugget schon auf uns wartet. Bestimmt. Mach mal auf. Hallo Freund. Hola. Hola, hola. Hast du auf uns gewartet? Ja, ich gehe gleich mit dir raus. Ah, da will ich gleich raus. Eine Pipi-Runde? Ja. Und tschüss. Bis Adios. gleich. Simon liegt schon auf der Couch. Julia ist zurück vom Gassi. Diesmal ist er auch sehr brav mitgelaufen. Also ich glaube, mittlerweile hat er sich an uns gewöhnt. Am Anfang hat er noch ein bisschen Schiss gehabt und wollte immer ganz schnell nach Hause, aber mittlerweile geht das gut. Und wir haben ihm was mitgebracht, weil er das so toll macht. Schau mal, Nugget. Schau mal. Oh. Ist das yummy? Keine Ahnung, ob er es mag. Schauen wir mal. Da wir ja bald nach Deutschland fliegen und ich unseren Olli, den Sauerteigansatz, schlecht mitnehmen kann und ihn nicht 6 oder 7 Wochen lang ohne Füttern stehen lassen kann und wir ja auch unsere Batterie abklemmen, das heißt der Kühlschrank wird gar nicht gehen, versuche ich ihn jetzt zu trocknen. Angeblich geht es, indem er ihn ganz dünn hier auf Backpapier ausstreicht, dann 1-2 Tage in der Luft trocknen lässt und fein verkrümelt. Und dann soll man ihn wiederbeleben können, indem man ihn mit Wasser wieder verdünnt, flüssig macht und wieder mit Mehl füttert. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Einfrieren wird wohl auch gehen. Gefrierschrank haben wir aber nicht. Deswegen probieren wir jetzt mal die Backpapier-Trocknen-Methode. Das Verstreichen hat ganz gut geklappt. Ich lege jetzt mal noch ein zweites Backpapier drüber zum Trocknen. Und dann mal gucken, ob man es wirklich mit den Händen verkrümeln kann. Jo, heute ist Sonntag. Sonntags wird der kleine Scheißer immer gebürstet.
Ich habe hier schon mal alles gerichtet. Jetzt geht's auf die Dachterrasse. Anscheinend ist Mageres. Der ist schon ganz verrückt. Hä? Geh mal büschen. Geh mal büschen. Oh ja. Da flitzt doch schon los. Auf geht's. So, und hier sind wir schon auf der Dachterrasse. Gucken wir mal, wie das klappt, ob mir das gefällt. Ja, das ging gut. Wieder ein schönes Fell. Ja, wieder schönes Fell. Noch ein bisschen rumtoben. Jawohl. Hey. Nugget. Sonntags von 10 bis 15 Uhr wird die ganze Avenida del Paseo, und das ist eine richtig große Straße, ist die Prachtstraße, so wie die in Berlin, wo die Siegessäule steht. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Wenn ihr es wisst, Milena, bitte schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall ist sie den ganzen Sonntag über gesperrt und nur für Fahrräder, Jogger, Fußgänger, Rollerskater frei. Ist eine richtig schöne Atmosphäre hier. Und mit dem Weihnachtsstern in der Mitte sieht das Ganze noch viel toller aus. Das Schöne in der Stadt ist, man hat alle Ausgehmöglichkeiten, Cafés, Restaurants direkt vor der Tür. So auch eins der berühmtesten Churros-Restaurants in ganz Mexico City. Ich glaube schon über 100 Jahre. Und wir tunken jetzt mal ein paar Churros in heiße Schoki und schauen mal, ob sie wirklich so gut sind oder ob unser Favorit in der Stadt doch der bessere ist. Die heiße Schoki ist leider extrem süß und auch die Churros, logisch, aber die hier sind noch krasser als sonst. Ich glaube, wir fanden tatsächlich die von Katrina besser. Wir machen die Tage einfach normalen Vergleichstest, würde ich sagen, und dann wissen wir es. Aber jetzt lassen wir erst mal die schmecken. Guten Appetit! Wieder eine Busfahrt, diesmal geht es ins Zentrum. Die Verbindungen, muss man sagen, die sind hier wirklich ausgezeichnet. Und es ist heute ganz schön kalt, ne? Ja, also in der Wohnung ist noch kälter wie draußen, aber selbst draußen brauchen wir die Jacke. Gibt in Mexiko endlich keine Heizung. Deshalb laufen wir uns jetzt einfach warm. So geht's sind wir in der Stadt schon angekommen. Und wie angekündigt geht es direkt. Wichtigste Churros-Vergleich. Ja, die gestern, die waren gar nicht so. Und die hier, Die waren letztes Mal sehr lecker. Und außerdem sind sie hier viel günstiger noch dazu. Also Win-Win. wirklich besser. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Zócalo, der riesigen Plaza in Ciudad de México. Es ist die Hölle los, erwartungsgemäß an dem 23. Dezember. Alle haben schon frei, besorgen die letzten Weihnachtsgeschenke, aber es ist auch sehr schön geschmückt, die Balkone hübsch verziert und beleuchtet. Und ich glaube, ich habe auch schon ganz tolle Weihnachtsbäume gesehen auf der Plaza. Und wenn ich richtig vermute, dann sind die alle aus Weihnachtssternen. Richtig toll. Aber ich muss trotzdem sagen, Weihnachtsstimmung nicht wirklich bei uns, oder? Nee, gar nicht. Nee. Fühlt sich morgen, glaube ich, an, Heiligabend wie jeder andere Tag auch. Aber ist okay, weil das Weihnachtsfest hat ja auch viel mit Familie und Freunden zu tun. Unsere sind nicht da. Deswegen, keine Ahnung, wir kochen, glaube ich, morgen was, gehen am ersten Weihnachtstag essen und machen es einfach gemütlich. Aber wo wissen wir noch nicht, oder? Nee, Müssen wir auch noch was finden. aber wir finden es. Spontan, wir finden was.
Eigentlich wollte man ja warten, bis hier die Lichter angehen, bis es dunkel wird. Aber es ist so ultra voll. Wir haben uns jetzt gerade in der Seidenstraße verzogen. Dahinter dran ist nochmal die archäologische Stätte. Und ich glaube, wir packen es dann, oder? Ja, wir ziehen den geordneten Rückzug an. Es ist einfach viel zu voll heute. Wir müssen noch für unsere Weihnachtslasagne einkaufen, oder? Ja, können wir von uns wieder machen. So, mal gucken, ob er pennt, ob er brav war. Angestellt hat er bestimmt nichts. Ah, klar, ja auch nicht. Hola, Nugget! Hola! Hola! Ah, wer ist da? Ja, ja. Ganz verrückt. Ganz aufgedreht. Was ist denn los? Ja, wer kommt da? Was ist denn los? Feiner. Feini, ganz aufgedreht? Uli, ja, wir gehen gleich raus. Da freut sich jemand. Der Sauerteig-Ansatztrockner hat übrigens richtig gut funktioniert. So sieht es jetzt nach 1,5 Tagen Trocknen an der Luft aus etwa. Also ist so ganz dünne Plättchen jetzt, die kann man einfach auseinander krümeln und dann in ein luftdichtes Glas geben. Und dann schauen wir mal, ob wir es in 2 Monaten oder so wieder belegen können. Spannend auf jeden Fall. Und damit hier kein schlechtes Bild von uns entsteht und ihr denkt, wir essen plötzlich nur noch frittierte Churros. Nein, nein, heute Morgen gab es Joghurt mit Obst und heute Abend gibt es einen schönen griechischen Bauernsalat, damit wir das wieder ausgleichen. Und außerdem ist ja morgen und die Tage Weihnachten, da wird genug geschleppt. Es ist Weihnachten, der 24. Wir sind schon wieder unterwegs. Diesmal auf dem Weg zum Walmart. Wir bescheren uns mit einer Lasagne heute. Verbinde das gleich noch mit einem Spaziergang mit unserem Hündchen. Und der ist auch richtig gut gelegen, der Walmart. Der ist nämlich auch bloß 4 Blocks weg. Gar nicht weit. Und so richtig Weihnachtsstimmung gibt es hier irgendwie gar nicht. Die Leute, die grüßen einem hier nicht wirklich mit Feliz Navidad oder mit Frohe Weihnachten oder irgendwas. Ja, ist auch alles so, ich glaube, bei den Privatleuten nur ganz minimal geschmückt, nicht groß mit Tannenbaum und so wie bei uns. Naja, einkaufen, Weihnachtslasagne. Unser Hund, der hat ein eigenes kleines Fach im Kleiderschrank. Und da haben wir doch glatt ein Weihnachtshalstuch gefunden. Das haben wir ihm gleich mal angelegt. Das trägt er auch ganz freudig. Ja, meckert ganz schöner Weihnachtshund. überhaupt nicht. Ja, sieht richtig schön aus. So, die Julia ist einkaufen. Wir zwei, wir warten hier, gell? Haben noch ein Leckerli mit. Ein Leckerli. Leckerli? Magst du überhaupt? Oh, da kommt die Julia wieder. Weihnachtskäufe erledigt. Oi. Es war tierisch voll und höllisch eng und sauteuer. Dafür hätten wir auch essen gehen können. Aber egal, von der Lasagne haben wir bestimmt 2-mal und wir lassen es uns heute Abend schmecken. Ja, freut sich da jemand? Freut sich da jemand? Hm? Freut sich da jemand? Oh, Wie geht weiter? Wieder zu Hause. Kleiner Freund hat sein Leckerli bekommen. Ganz erschöpft von dem großen Spaziergang. Hä? Erstmal die Einkäufe in unserer Küche verstauen. Julia hat einen Blumenstrauß gekauft. Ich freue mich schon auf die Lasagne. Du auch? Auf jeden Fall. Wir hatten letztes Jahr Lasagne an Silvester mit Max und Merle, damals in Panama. Aus dem Omnia. Dieses Jahr haben wir einen Backofen, deswegen muss es eigentlich noch besser werden. Und die Zutaten sehen auf jeden Fall richtig, richtig top aus. Richtig gutes Rindfleisch. Also, es wird lecker. Aber die aus dem Omnia war auch super. Die geht genauso gut, ja. Der Hund ist zwar noch müde vom letzten Spaziergang, aber wir wollen jetzt einen Weihnachtskaffee trinken gehen. Und, gehst du mit, Nugget? Go for the walk? Go for the walk? Oh, sieht doch gut aus.
Wir haben eine wundervolle französische Patisserie gefunden. Die Auslage sieht exzellent aus. Und hier gönnen wir uns jetzt einen kleinen Mittagskaffee an Heiligabend. Nugget. Ich sehe gerade, es hätte sogar Schwarzwälder Kirsch gegeben, ein Stück. Wir haben uns jetzt aber für Cheesecake mit roten Früchten entschieden und Tiramisu. Ich glaube, die Wahl war auch echt richtig. Es war wirklich ausgezeichnet, hatte ich den richtigen Riecher. Jetzt geht's aber ab nach Haus und an den Herd, Lasagne vorbereiten für heute Abend. Wir sind richtig froh und glücklich und vor allem dankbar, dass wir jetzt hier sein können über die Weihnachtsfeiertage. Vielleicht wollte es das Schicksal so mit uns. Auf jeden Fall ist eine richtig coole Abwechslung zum Vanlife. Ich meine, wir haben eine große Küche jetzt an Weihnachten. Ich genieße es sehr, unter die Dusche springen zu können, wann immer ich will, und sie ist noch dazu heiß. Wir haben alle Ausgehmöglichkeiten vor der Tür, so viele schöne Restaurants und Cafés und den großen Park und jetzt auch mit Nugget, den kleinen süßen Hund. Also im Moment fühlen wir uns richtig wohl und ich glaube, es sollte einfach so sein. Ich wüsste gerade keinen besseren Ort als Mexico City für Weihnachten. Was die Julia natürlich ganz vergessen hat, das ist unsere Couch und der große Fernseher mit Netflix. Da können wir sogar mal eine Serie gucken. Das ist ja auch was eigentlich schon überhaupt gar nicht geht. Mit unserem Internetkärtle geht sowas halt unterwegs nicht. Ja, deswegen gibt es für uns jetzt hier Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Herr der Ringe passt ja auch irgendwie zu Weihnachten. Bis gleich, liebe Lasagne. Mein kleiner Freund wartet schon. Letzte Gassi-Runde für heute. Und wenn ich zurückkomme, ist hoffentlich die Lasagne schon fertig. Vamos? Go for the walk? Nö, er will lieber ins Fernsehen. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Lasagne. Gute. Wir lassen es uns jetzt schmecken und wir haben uns gerade darüber unterhalten, was denn so ein typisch deutsches Weihnachtsessen wohl ist. So bei den meisten, ich glaube Kartoffelsalat und Wiener gibt es bei vielen oder Forelle und Raclette. Schreibt uns mal in die Kommentare, was es bei euch an Heiligabend gab, so ein typisches Weihnachtsessen. Wir lassen uns jetzt die Lasagne schmecken und sagen gute Nacht, bis morgen. Weihnachten ist vorbei und wir hatten super schöne, gemütliche Tage, waren viel spazieren mit Nugget. Hoffentlich hattet ihr genauso schöne Weihnachten wie wir. Und jetzt wird es wieder Zeit, Mexico City noch ein bisschen weiter zu erkunden. Wir haben immer noch ganz vieles nicht gesehen. Die Innenstadt sparen wir uns, die kennen wir schon. Wenn euch die interessiert, die ist wirklich wunderschön, dann guckt in das Video, wir verlinken es hier. Nugget haben wir schon angezogen. Er kommt. Ich mag das zwar tatsächlich nicht so, aber er hat es brav mit sich machen lassen und ist gleich in sein Mexikaner-Kostüm reingeschlüpft. Von daher denke ich, es stört ihn nicht. Und er sieht ja wirklich trollig aus. Einen Sombrero hat er auch, aber den mag er nicht so. Das wäre natürlich jetzt richtig cool zu dem Umhang. Aber nein, mag er nicht, gell? Nein. Aber auch so ganz schick, gell? Ganz schicker Scheißer. Ja, eigentlich mögen wir so kleine, angezogene Hunde nicht. Aber wenn es ihm gefällt, dann soll er so haben. Und er ist schon ganz aufgedreht
und freut sich jetzt auf die große Gassi-Runde. Unsere Drohne ist übrigens nicht kaputt, sondern der weiße Schleier stammt von dem extremen Smog hier über Mexico City. Wow, guckt euch mal die Mega Plaza an mit diesem wunderschönen Kiosko. Ich glaube, so ein bisschen im spanisch-maurischen Stil. Hammer, habe ich noch nie gesehen, sowas. Leider darf man da nicht rein, aber das sieht auch von außen richtig gut aus, mächtig verziert, nicht schlecht. Was ist genau, Julia? Ich denke einfach so ein spanisch-maurisches Kiosko. Kiosko. Okay. Wir sind fast wieder zu Hause. 8 Kilometer sind wir gelaufen. Nugget hat es geschafft, ohne Problem. Ohne Mucken. Jetzt liegt er da unten und chillt. Gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen? Genau, wir sind beim Koreaner um die Ecke, weil der immer so leckere Hundeleckerli für Nugget gibt. Und jetzt bedanken wir uns mit dem Essen und Hunger haben wir auch. Und dann geht's auf die Couch, glaube ich. Genau, immer wenn wir hier nämlich eine Runde um den Block laufen, dann kriegt er ein Leckerli, wenn sie offen haben. Ja. Wir sind immer noch in unserem wunderschönen Apartment in Mexico City. Wir genießen es hier wirklich wahnsinnig, unsere Zeit. Und morgen ist Silvester, der letzte Tag des Jahres. Und da wir ja immer noch unseren kleinen, vierbeinigen Freund haben, der wohl Angst vor Geböller hat, haben wir entschieden, morgen zu Hause zu bleiben, lecker zu kochen, es uns auf der Couch gemütlich zu machen und dafür zu sorgen, dass Nugget keine Angst vor den Böllern bekommt. Und wir waren gestern in der Stadt, es ist Sonntag gewesen. Alle hatten frei und es war unheimlich viel los. Also stellt euch die Haupteinkaufsstraße am 23.12. vor. Genau so war es hier gestern und ich glaube, das ist selbst mir zu viel. Dann verzichten wir lieber auf den Silvestertrubel und machen es uns hier gemütlich. Und da es ja Silvester ist, also kein Tag wie jeder andere, gönnen wir uns ein richtig leckeres Menü. Es soll Lachs geben mit Spargelrisotto. Lachs ist hier extrem teuer. Ich glaube, ich habe meinen letzten Lachs tatsächlich in Chile gegessen, also vor, keine Ahnung, fast 2 Jahren oder 1,5 Jahren auf jeden Fall. Deswegen freuen wir uns richtig auf unser leckeres Abendessen morgen Abend. Wir sind gerade auf einem kurzen Spaziergang oder Rundgang. Und gestern war hier, glaube ich, noch gar nichts los. Da sind wir auch schon mal hier vorbeigelaufen. Und jetzt auf einmal sind hier riesen Bühne aufgebaut. Die ganze Straße hier ist gesperrt. Tausende Laser, Scheinwerfer, Traverse. Keine Ahnung, was hier stattfindet. Wir versuchen es mal noch rauszufinden, aber das hat garantiert Was mit irgendwas Silvester zu tun. Ja, mit ich habe Silvester zu tun. Ne? gestern auf einer Insta-Seite geguckt von Ciudad Mexico, so Insider und so, was geht ab. Aber ich konnte nichts finden, aber es sieht ultra spektakulär aus. Ich vermute nur, dass es völlig voll wird. Heute ist soweit, es ist Silvester. Wir haben es uns daheim gemütlich gemacht. Julia hat es ja schon gesagt, es gibt leckerer Lachs. Sie fängt jetzt gerade an zu kochen. Und unser kleiner Nugget, der liegt da auf der Couch und chillt ein bisschen. Ja, sie böllern hier noch nicht wirklich, wir haben noch nichts gehört. Aber angeblich hat er Angst. Deswegen werden wir auch größtenteils daheim bleiben, denke ich. Vielleicht nachher mal kurz vorgehen und gucken, was da das Elektromusik-Techno-Event da vorne macht, wo sie gestern aufgebaut haben. Haben wir rausgefunden, ja, Elektro-Techno. Das sieht wirklich ultra mächtig aus. Möchte ich mir nachher mal auf jeden Fall kurz angucken. Ansonsten steht noch eine Gassi-Runde an nachher mit dem Kleinen. Am besten nicht zu spät, bevor geböllert wird. Und Julia, Mittel drin? Ja, so wirklich festlich ist bei uns irgendwie nett. Wir sind ja auch nur zu zweit und so viel Deko gibt die Wohnung nicht her, aber dafür machen wir es uns richtig gemütlich. Gucken nachher noch ein bisschen Netflix. Wir sind übergegangen von Herr der Ringe zu Pablo Escobar. Narcos, ja. Und schauen uns Medellin nochmal von oben an, da waren wir ja auch. Richtig cool, ja. Lassen uns das Essen schmecken und ja, gucken mal, ob man nachher Feuerwerk hat. Es gibt nämlich eine Dachterrasse.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf Lachs. Das riecht jetzt schon richtig gut. Mit Spargel, glaube ich sogar. Sehr lecker. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr alle sehr gut reingerutscht seid, auch wenn das Video erst irgendwann im Januar kommt. Auf jeden Fall. Wie war die letzte Runde des Jahres? War er aufgeregt? Nein, gar nicht. Auch nicht viel los auf der Straße, gell? Nee? Nee, Mama, die Füßchen machen wir sauber, gell? Hoch das Füßchen, jawohl. Normal kriegt der kleine Knuckles immer Trockenfutter, aber wir haben ihm jetzt was Besonderes gekauft. Ist ja Silvesteressen, ne? Ich hoffe, er verträgt es dann auch. Na, guck mal, riecht das schon gut? Fleisch, Hühnchen, Pollo. Oh, das scheint zu schmecken, ha? Ist das gut? Oh, nochmal durchschlecken, durch den leeren Napf, du. Ha? So gut? Das freut uns aber. Und jetzt erzählst du mal deinem Freund, dem Kroko, ha? Am Kroko erzählen? Wie fein das war? Jetzt will ich auch noch unser leckeres Essen? Nee. Da steht das Geschirr, das leere. War sehr gut. Letzter Abwasch in 2024. Das 647. Mal dieses Jahr. So Aber das viele letzte- Tage hat das es ja letzte- gar nicht. Das spült ja auch manchmal zweimal am Tag. Okay. Ja. Bitte mal alle Beileid in die Kommentare. Oh. Oder armer Simon. Falls ihr die Serie Pablo Escobar auf Netflix nicht kennt, schaut es euch unbedingt mal an. Wahnsinnsserie. Echt unglaublich, dass das so ungefähr zumindest irgendwann mal stattgefunden hat. Und das gerade mal 30 Jahre her oder sowas. Wir sind auf dem Sprung. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was da vorne los ist, wo sie die riesen Bühnen aufgebaut haben. Der Hund nehmen wir natürlich nicht mit. Es ist nämlich, ja, ich denke, viel zu viel los, viel zu laut und auch Geböller. Obwohl er hier schon an der Tür steht und eigentlich möchte. Ja. Aber ich habe rausgefunden, er hat einen eigenen Netflix-Kanal. Und da ist er schon bei Staffel 8 und guckt Paw Patrol, wer das kennt. Irgendwas mit so kleinen Hündchen. Ich habe jetzt mal den Fernseher ein bisschen laut gemacht, dann hört er vielleicht auch kein Geböller oder keinen Lärm von außen. Wir gehen aber auch nur kurz davor und dann sind wir auch gleich wieder für ihn da. Oha, wir sind aus der Tür raus und hier schon mächtig was los, voll die Völkerwanderung. Ich bin echt gespannt, was da vorne jetzt abgeht und wie viele Menschen da sind. Ich glaube, mir wird es wahrscheinlich schnell zu viel, aber ich habe trotzdem voll Bock, das zu sehen. Ich glaube, es ist richtig cool. Wahnsinn, was für Menschenmenge. Da hinten sieht man jetzt auch mal die riesengroße Bühne im Einsatz. Wir gucken mal, ob wir es überhaupt da vorne reinschaffen. Das ist krass, wie viele Leute hier sind. Da ist tatsächlich kein Durchkommen nach vorne. Wir versuchen es jetzt mal außenrum. Echt Wahnsinns Menschenmengen. Aber wir sind ja auch eine 10 Millionen Metropole. Wenn nur so ein Bruchteil hier ist, dann ist einfach schon verdammt viel. Als ich mit dem Hund hier war, da war es schon ziemlich voll.
Jetzt weiß ich auch warum, weil es hier echt überhaupt kein Durchkommen gibt. Irgendwie nur in Richtung der Bühne. Ja, da haben wir heute wieder, also 6 Stunden bevor es hier losgeht oder so, tatsächlich war der Platz schon voll mit Leuten. Ich habe mir eigentlich noch gewundert. Ich habe gedacht, wir laufen hier abends mal ganz locker hin, aber keine Chance, auch nur irgendwie in Richtung Bühne zu kommen. War wohl nichts. Tatsächlich ist super leise. Ich hätte gedacht, hier fliegen einem die Ohren weg von der Musik, aber ist gar nicht. Also auch bei uns im Apartment war es nicht laut. Ich habe gerade zu Simon gesagt, wenn es in Kolumbien wäre, dann würden uns die Köpfe explodieren und wahrscheinlich 10 DJs durcheinander spielen. Aber Mexiko ist ja irgendwie ziemlich gesittet tatsächlich. Richtig krasse, eine Mega-Party da vorne, so volle, das ist echt unglaublich. Ja, für uns vom Dorf völlig krass. Unser Dorf Malsch ist da vorne bestimmt 30 Mal, keine Ahnung, Wahnsinn, ja. Wir waren an Silvester noch nie in so einer Großstadt, von daher ist es sehr beeindruckend, dass man miterlebt. Wir haben immer mit den Kumpels gefeiert, liebe Grüße. Yes. Ja, unser kleiner Nugget wartet nämlich bestimmt schon, es ist jetzt schon 11:45. Und ein Sternschlager muss man noch kaufen, Julia, ein Sternschlager. Ja, und ich hoffe ja immer noch, dass wir von der Dachterrasse ein bisschen Feuerwerk sehen können. Ja. Wobei es tatsächlich hier in der Stadt sehr gesittet war bisher mit Geböller und Feuerwerk. Also in Teotihuacan, wo unser Van steht, da ist das ganze Jahr andauernd am Tag 10-mal Geböller. Ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass sie vielleicht da vorne, wo die Bühne ist, halt irgendwie ein organisiertes Feuerwerk für die Leute haben oder sowas. Aber ich es weiß sah es nicht so aus. Keine Ahnung. Aber vielleicht von der Dachterrasse irgendwo weiter weg. Wir checken es. Überraschung. Wir warten auf den Aufzug und der Wachmann hat uns gerade erzählt, dass es hier tatsächlich das größte Event an Silvester weltweit wäre. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, wie wir das verifizieren können. Aber den Menschenmassen nach zu urteilen, glaube ich sie jetzt einfach mal. Allerdings hat er uns auch gerade erzählt, logischerweise, dass wegen Gefahr Feuerwerk verboten ist, also in der Masse sowieso, aber wohl in der ganzen Stadt. Wir haben aber gerade die längste Wunderkerze der Welt gekauft. Die zünden wir nachher um 12 auf jeden Fall auf der Dachterrasse an. Da freut sich jemand, dass wir wieder da sind. Oh, freut er sich. Nein, niemals. Ja. Hast du schön Fernsehen geguckt? Ui, wer kommt da? Ich habe gerade gegoogelt und dabei festgestellt, dass das ganze Spektakel hier auch live auf YouTube übertragen wird. Das heißt, wir können hier jetzt noch die letzte Viertelstunde bis um 12 hier auf der Couch sitzen und das ganze Spektakel gemütlich von hier aus mit ansehen. Und das hier ist unsere Dachterrasse, auch richtig gut, mit kleiner Grillstation. Und da vorne Blick auf die Straße und die riesengroße Gebäude da im Hintergrund. Da sieht man ein bisschen die Lichter, wie sie angestrahlt sind von der Techno-Party. Ja, nicht mehr lange, noch 5 Minuten. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr, auch wenn es schon ein bisschen verspätet ist, wenn ihr das seht. Und ganz viel Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Und nach Möglichkeit natürlich auch schöne Reisen. Gutes Neues, liebe Zuschauer. Happy New Year! Der obligatorische Neujahrsspaziergang ist in diesem Jahr mit Hund. Wir sind gerade im Hundepark, deswegen knurrt er hier gerade den anderen Kumpel an. Andere Hunde findet er irgendwie nicht so toll. Wir genießen auf jeden Fall nochmal sehr den Spaziergang. Ist echt schön, den mit Hund zu machen. Und übermorgen hat es auch leider schon ein Ende. Dann kommt nämlich sein Herrchen zurück. Frauchen bleibt noch.
Aber es war eine mega tolle Zeit. Gell, Hund, wie heißt alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, gell? Ja. Und ein schönes Halsband hat er heute an, Halstuch. Oh, sieht das gut aus? Wisst ihr, was das allerbeste an der Wohnung ist? Einmal die Woche kommt die Haushälterin, putzt die ganze Wohnung, spült sogar das schmutzige Geschirr von dem Tag, wäscht einem die Wäsche. Deswegen nutzen wir jetzt die Gelegenheit, lassen Nugget hier und gehen in den Teil vom Bosque, in den größeren, in dem Hunde ja nicht mit dürfen. Und wenn wir wiederkommen, dann glänzt und funkelt die ganze Wohnung. Das wünsche ich mir für zu Hause auch. Da muss ich es nämlich selber machen. Jetzt weiß ich mal, wie Simon sich immer fühlt, gell? Nicht alles glauben, nicht alles glauben. Der Park ist mit unglaublichen 960 Fußballfeldern so riesig, dass wir bisher den Botanischen Garten noch gar nie gefunden hatten. Aber jetzt zum Abschluss haben wir ihn doch noch entdeckt. Ja, zufällig. Stehen direkt vor der Tür, haben es gerade gelesen. Da gucken wir auf jeden Fall mal noch rein. Richtig schöne Kakteen, glaube ich. So eins muss man echt sagen, die Wohnlage von Stefano und Brianna, die ist top, top, top. Das Ausgehviertel vor der Tür, den riesigen Bosque de Chapultepec, die ganzen mega schicken Hotels sind hier, das Ritz-Carlton, das Hyatt, das Hilton und wie sie alle heißen. Brianna hat uns auch erzählt, wenn hier Formel 1 Circuit stattfindet, steigen hier die ganzen Formel 1 Fahrer und die ganzen Rennteams ab. Da ist wohl auch richtig die Hölle los. Also wir haben unsere Zeit hier wirklich mehr als genossen. Und by the way, falls ihr euch auch für das House City interessiert und jetzt Lust drauf bekommen habt, weil es bei uns so toll war, wir haben das Ganze über Trusted House Sitters gemacht. Wir verlinken es auch in der Videobeschreibung. Und alle Details, Info habe ich ganz ausführlich auf unserer Website erklärt. Hier der Link dazu. Für alle, die es interessiert, könnt ihr hier nachlesen, wie es genau funktioniert. Moskito-Statuen. Die Teile, müssen wir sagen, die haben wir ganz und gar nicht vermisst. Ja, weil der Triebhahn ist 2 Meter lang. 3 sogar, mindestens. Wirklich schön, der botanische Garten. Und, man muss auch dazu sagen, völlig kostenfrei. Wir sitzen im Bus. Heute ist nämlich unser letzter Tag in Mexico City. Ja, ein bisschen traurig sind wir, war wirklich eine gute Zeit. Der Stefano kam schon zurück, ist wieder in der Wohnung. Wir haben mit dem kleinen Nugget noch eine Runde gemacht. Und jetzt haben wir noch 1, 2 Highlights, die wir noch angucken wollen. Ne? Genau, wir düsen jetzt nochmal ins Zentrum. Vor Weihnachten war es ja so voll. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Es gibt wohl auch noch eine schöne archäologische Stätte mitten in der Stadt. Die wollen wir uns mal angucken. Heute Abend noch irgendwo ein leckeres Abschlussessen. Und ja, ein vorletztes Mal mit dem etwas verwirrenden Bus- und Metroplan auseinandersetzen. Ja, dann heißt es morgen schon verabschieden von unserem Nugget. Ja, ich würde ihn wirklich gern mitnehmen. Er ist mir sehr, sehr doll ans Herz gewachsen, unser Hund. Aber es geht jetzt zurück auf unseren Campingplatz. Da gibt es auch 3 Hündchen, plus das Schwarze, das nicht hingehört, mit den 3 kleinen. Darauf freue ich mich auch schon wieder. Hoffentlich sind noch da, die 3 Babys. Ja, das wäre cool. Die sind bestimmt schon ganz ordentlich gewachsen. Ich glaube auch. Und wenn wir schon in der Stadt sind, dann lassen wir es uns auf keinen Fall nehmen, noch einmal einen allerletzten Churros hier in Mexico City zu essen, in unserem Lieblings-Churros-Restaurant La Catrina. Wir sind an der archäologischen Stätte angekommen, haben sie doch noch gefunden. Sie ist auch mitten in der Stadt. Deswegen die Geräuschkulisse auch von der Straße.
Leider machen die gerade zu, wir sind zu spät. Können jetzt nur noch von hier gucken, aber es sieht wirklich echt ganz schön aus, finde ich. Viele Steine mal wieder. Von den Ruinen aus war es gar nicht mehr weit bis hierher zur Plaza Garibaldi. Hier versammeln sich allabendlich ganz viele Mariachis und dann kann man sie für Geld bestellen und sagen, spiel mir das Lied vom Tod. Uns fällt gerade nichts anderes ein. Ist auf jeden Fall eine super schöne Atmosphäre. Ich denke, es dauert noch ein bisschen, bis die Mariachis anfangen. Wahrscheinlich erst nach Einbruch der Dunkelheit. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen und beobachten das Treiben, würde ich sagen. Das waren genug Mariachis für uns. Jetzt begeben wir uns auf den Heimweg durch die Stadt. Es wird langsam dunkel. Und dann müssen wir noch eine kleine Runde mit dem Hund. Und Hunger haben wir auch, gell? Und ich fand irgendwie die Innenstadt das letzte Mal schöner als dieses Mal. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, weil es einfach sonniger war. Und dieses Mal ist es so trüb und dann wegen auch die ganzen Gebäude so gräulich und trist. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es schon gesehen haben. Schaut ins letzte Video rein, es war wirklich schön. Ja, beim zweiten Mal ist alles vielleicht nicht mehr ganz so schön, keine Ahnung. Aber der Palacio Bellas Artes vor uns, der ist immer noch wunderschön. Ich finde es genauso schön wie letztes Mal. Ab nach Hause. Das hier ist seine Lieblingsroute und Straße. Das sind nämlich tagsüber ganz viele Taco-Stände. Und abends gibt es hier dann immer die Reste zu finden. Unser Abschlussessen heute in dem Restaurant, wo wir eigentlich schon an Weihnachten und Silvester hin wollten, das aber immer zu hatte, aber so richtig gute Bewertungen hat. Und wir hatten auf jeden Fall eine mega tolle Zeit hier, fast 2,5 Wochen. Und wir können das Haus und Pet-Sitting wirklich jedem empfehlen und ans Herz legen. Für uns war es so eine super schöne Erfahrung und so eine tolle Zeit hier. Und darauf stoßen wir jetzt an. Cheers! Und morgen früh geht es dann noch einmal mit dem Hund raus. Dann packen wir gemütlich unsere Sachen. Und dann heißt es Abflug auf unserem Campingplatz. Das sieht lecker aus. Ich habe Trüffelpasta und Simons Burger und Pommes. Sieht auch gut aus. Guten Appetit! Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei, leider. Heute ist Zeit, Goodbye zu sagen zu Nugget. Wir haben die Zeit hier in Mexico City mit ihm sehr genossen. Es war wirklich eine der besten Entscheidungen, die wir je auf der Reise hatten. Es war eine wundervolle Zeit und Erfahrung. Für uns mal einen Hund zu haben und auch in so einer Großstadt zu leben, ein bisschen die Annehmlichkeiten genießen, essen gehen, Kaffee trinken. War auch ein wirklich lieber Hund. Und er hat es uns leicht gemacht. Ja, die Rucksäcke sind gepackt. Stefano ist Tennis spielen. Wir lassen ihn jetzt alleine und fahren zurück auf den Campingplatz. Goodbye, Simon und Julia. Tschüss, Nugget. Es war schön mit dir. Wirklich. Wir wollen es nicht so emotional machen. Für uns ist schon schlimm, damit es für ihn nicht so schlimm wird. Genau. Schön war es auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Tschüss, Nugget. Es war so schön mit dir. Oh, jetzt heul ich gleich. Pass gut auf dich auf. Du süßer Hund. Wie sehr einem ein Tier doch in so kurzer Zeit ans Herz wachsen kann. Wirklich. Für uns heißt jetzt direkt wieder Koffer packen. Und zwar für unseren lang ersehnten Visa-Run nach Deutschland, auf den wir seit 4 Monaten warten. Ob wir endlich das heiß begehrte US-Visum bekommen oder ob unsere Panamerikaner-Vanlife-Träume endgültig zerplatzen, das erfahrt ihr in Kürze hier auf YouTube.